Man nennt diesen VW auch den Nasenbären, aber dazu kommen wir gleich. Stattdessen erzählen wir die Geschichte des VW 412 von hinten, weil das hat auch eine eigene Logik. Wir sehen es hier an den Lüftungsschlitzen. Der VW 412 war der letzte Volkswagen-Pkw mit luftgekühltem Heckmotor, damals im Jahr 1972. Und er war gleichzeitig das teuerste Modell im Volkswagen-Programm. Das hat nicht wirklich gut zusammengepasst. Er ist ein schrecklicher Flop geworden und gilt heute noch als eines der tragischsten Autos seiner Zeit. Wir von der Bremen Classic Motor Show finden das so ein bisschen ungerecht, weil wir haben uns nicht nur mit seinem Schicksal beschäftigt und mit seiner Tragik, sondern auch mit seinen Talenten und mit seiner Entwicklungsgeschichte natürlich. Und wir werden auch ausprobieren, wie sich der VW 412 im heutigen Verkehr anfühlt. Bleibt dabei. Wir machen eine Zeitreise zurück ins Wolfsburg der 60er und frühen 70er Jahre. Aber bevor es weitergeht, geht ein Dank raus, ein Dank an euch von der Community, weil auch dieser 412 ist ein Auto aus euren Garagen, die wir fahren dürfen, weil ihr uns den Tipp gebt und weil ihr mitmacht hier bei unseren Filmen und unseren Zeitreisen von der Bremen Classic Motor Show. Danke, dass ihr eure Leidenschaft mit uns teilt. Es gehört zu den Eigenheiten des VW 412, dass man sich einen Blick auf den Motor gewissermaßen erarbeiten muss. Wie das gemeint ist, zeigen wir hier. Also Heckklappe auf, dann erstmal die Matte beiseite räumen und die beiden Schnellverschlüsse öffnen. Und unter dem Deckel sitzt er dann, der Typ 4 Motor, als Flachboxer unter der Ladefläche des Kofferraums. Das ist ein Motor, der nicht nur im VW 411, 412 arbeitet. Er war zum Beispiel auch im VW Porsche zu finden und er freut sich heute in der VW-Szene für Tuning-Maßnahmen aller Art, zum Beispiel beim VW Typ 3 oder beim Bulli allergrößter Beliebtheit, weil er wirklich ja leistungsstark ist und auch unheimlich schön klingt. Beim VW 412 war er gewissermaßen das Beste am ganzen Auto, aber auch der Grund dafür, warum viele dieser Typ 4 damals gestorben sind, weil Schrauber einfach den Motor haben wollten und die ansonsten noch womöglich solide Karosserie einfach weggeschmissen haben. So war das in den 70er, 80er und auch noch 90er Jahren. Zu den Besonderheiten des VW 412 gehört natürlich auch, dass es nicht nur einen Kofferraum gibt, sondern zwei Kofferräume. Das sehen wir uns jetzt mal näher an. Denn weil es ein besonders großer Kofferraum werden sollte, um mit der Konkurrenz mitzuhalten, war dieser lange Vorbau notwendig, der dem VW 412 dann auch den Spitznamen Nasenbär verliehen hat. Oder für die Älteren von uns, man nannte ihn in den 60er Jahren auch den Charles de Gaulle unter den Automobilen. Wir erinnern uns, der französische Staatspräsident in den 60er Jahren war mit einer besonders ausgeprägten Nase ausgestattet. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Ausmaße dieser Kofferraum erreicht. Und das ist in der Tat riesig. Also für Leute, die den VW Käfer noch gekannt haben und daran gewohnt waren, dass man da also mit einem Koffer schon den ganzen Kofferraum füllen konnte, war das natürlich ein geradezu faszinierender Anblick, so unglaublich viel Platz zu haben in einem Volkswagen. Und außerdem hat natürlich dieser lange Vorbau damals auch für besonders gute Crash-Ergebnisse gesorgt. Das war insbesondere für den amerikanischen Markt von einiger Bedeutung, weil gerade die Amerikaner gehörten zu den Hauptabnehmern des VW 412. Diese Doppelscheinwerfer hier waren der Versuch, dem VW 411, 412 ein etwas dynamischeres Image zu verpassen. Mit der Modellpflege oder mit der Wandlung zum VW 412.
Und um die ganze Geschichte zu erklären, auch die Vorgeschichte kennenzulernen, müssen wir ein paar Jahre zurückgehen ins Jahr 1968. Das war das Erscheinungsjahr des VW 411, des großen Volkswagens, mit dem Volkswagen damals tatsächlich in die gehobene Mittelklasse aufgestiegen ist. Allerdings fuhr er mit seinen 68 PS leistungsmäßig ziemlich hinterher. 90 PS waren damals schon das übliche Maß in der gehobenen Mittelklasse, zum Beispiel beim Opel Rekord oder auch beim Ford 20M. Er hatte da relativ wenig Chancen und außerdem muss man einfach sagen, schon wenn er um die Ecke gebogen kam, sah er öde aus. Er hatte ovale Scheinwerfer und keinen Kühlergrill und er hatte einfach kein richtiges Gesicht. Und Volkswagen hat versucht, dann schon nach einem Jahr mit der ersten Modellpflege einmal an der Leistung zu drehen und das Auto optisch ein bisschen zu profilieren. Er wurde dann 1969 zum VW 411 LE mit ovalen Doppelscheinwerfern und 75 PS. Aber auch das hat den Verkaufszahlen nicht wirklich auf die Sprünge geholfen. Dann hat 1972 der damals neue VW-Chef Rudolf Leiding besprochen, das muss alles noch ein Stück dynamischer werden. Und die Blaupause war für ihn, der er vorher für VW do Brasil tätig war, der Sportwagen SP2, den Volkswagen damals für den brasilianischen Markt gebaut hat, mit genau solchen Scheinwerfern. Die bekam auch der VW 412, der tatsächlich ein bisschen markanter aussah, aber für den großen Erfolg war es zu spät. Im Grunde war er schon 1972 ein Auslaufmodell. 1974 war die Serie dann tatsächlich zu Ende, was sicher auch daran lag, dass Volkswagen sich im eigenen Haus Konkurrenz gemacht hat. Es gab dann ab 1973 den VW Passat und sicher hat auch der Audi 100 sehr mitgeholfen, dem VW 412 keine echte Chance auf dem Markt zu lassen. Dann schauen wir mal, wie sich der große Volkswagen heute so fährt. Ja, das ist ein sehr entspanntes Fahren. Den Motor hört man da hinten irgendwie ein bisschen vor sich hin krummeln, aber er ist nicht laut und überhaupt nicht störend. Das ist eher so ein Hintergrundrauschen, das zum Wohlbefinden im Auto beiträgt. Man sitzt gut, man sieht gut, sitzt verhältnismäßig hoch, aber nicht zu hoch. Also hat immer noch das Gefühl, im Auto zu sitzen und nicht drauf. Fahrwerk ist zwar nicht übermäßig weich abgestimmt, aber doch auf der Komfortseite. So ist es eigentlich ein sehr angenehmes Fahren hier. Und ich wüsste jetzt nicht zu sagen, dass der Aufenthalt im Opel Rekord oder im Ford Granada oder im Peugeot 504, das sind ja so klassische Zeitgenossen, wesentlich angenehmer wäre als hier im VW 412. Ich denke also, an seinen Komforteigenschaften ist sein großer Erfolg nicht gescheitert. Es war sicherlich eher die Fahrdynamik damals. Also es war ja in der Tat so, bei schneller Fahrt und bei Seitenwind hat man natürlich die Hecklastigkeit gespürt. Einfach Seitenwindempfindlichkeit und sicherlich war auch im Grenzbereich, wenn man also wirklich sehr engagiert unterwegs war, kein ganz einfach zu handhabendes Auto, aber hier für den Hausgebrauch im Landstraßenmodus ist es ein ganz, ganz tiefenentspanntes Dahinströmen und da hat eigentlich so ein VW 412 alle Sympathien seines Fahrers, der nicht so ganz verstehen kann, warum ihn die Welt damals nicht leiden mochte. Also das ist schon sehr, sehr, sehr schönes Fahren. Und im Cruising-Gefühl hat natürlich die 3-Stufen-Automatik, die ja auch auf der ganz, ganz entspannten Seite ist, einen wesentlichen Anteil. Gucken, was passiert, wenn man mal tatsächlich das Gaspedal niedertritt. Da bewegt es sich dann aber schon.
auch einen leicht zornigen Ton. Es passiert nicht wirklich viel, aber er bewegt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten und seiner Zeit eigentlich schon ganz gut. Also es war kein Auto, mit dem man nur hinterherfahren musste. Auch wenn zum Beispiel so ein Audi 100 damals zu der Zeit mit 100 PS und seinem ganzen Package einfach doch nochmal einen Ticken sportlicher abgestimmt war. Also wer als Cruiser und als gemütlicher Fahrer vom VW Käfer zum Beispiel kam oder vom VW 1600, der war in so einem VW 412 ganz gut aufgehoben, aber man hätte sicherlich keinen, der beispielsweise vom Ford 20M kommt oder auch von einem BMW geraten, kauft in einen VW 412. Also das ist dann schon ein ganz anderes Fahren, das wesentlich gemütlicher und leidenschaftsloser vonstatten geht. Aber im Klassikermodus kann man den wirklich sehr, sehr gut genießen heute, den VW 412. Also ich mag dieses Fahren sehr gerne und auch diesen klassischen Boxer-Sound, der da von hinten immer mal wieder hochrauscht. Das ist atmosphärisch sehr, sehr schön, wenn man ein Herz für die luftgekühlten VW-Modelle hat. Ich persönlich habe ja immer so ein bisschen bittersüße Gefühle, wenn ich so einen VW Typ 4 fahre, weil das schlechte Gewissen begleitet mich. Ich hatte einen 1988 als Winterauto. Ich glaube, ich habe 300 Mark bezahlt damals. Er hatte noch einen Resttüv. Es war auch so ein 412 LE, auch mit dieser tiefen, entspannten 3-Stufen-Automatik. Der war mechanisch ganz gut und hatte ein bisschen Rost. Und wie das damals so üblich war, hat man sich im Frühjahr dann gefreut, dass man ihn für 600 oder 700 Mark weiterverkaufen konnte, weil irgendein Schrauber den Typ 4 Motor gewollt hat. Heute würde man den restaurieren, die Substanz hat es hergegeben und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Mensch, hättest du den doch aufgehoben. Aber hätte, man hat natürlich auch nicht alles aufheben können. Damals war es definitiv auch ein Auto, das eine Restaurierung nicht gelohnt hat. Also ich erinnere mich, guter Typ 4, 412 hat damals 3.000 oder 4.000 Mark gekostet, Ende der 80er Jahre. Es hat halt sehr, sehr lange gedauert, bis die Szene dieses Auto gewürdigt hat. Und im Grunde hat man, wenn man sich die VW-Oldtimer-Szene anschaut, auch heute noch das Gefühl, dass der 412 immer so ein bisschen unter dem Radar unterwegs ist, was natürlich mit seiner großen Seltenheit zusammenhängt. Er ist ja in der Tat ein Auto, das in kleinen Stückzahlen überlebt hat. Ich glaube, wir haben wenig mehr als 200 noch in Deutschland zugelassen. Im Vergleich zum Käfer ist das natürlich ein Witz. Und das sorgt auch dafür, dass die Ersatzteilversorgung deutlich weniger entspannt ist als beim Käfer, einfach weil es sich nicht lohnt, für diese Stückzahlen irgendwelche Nachfertigungen und Neuanfertigungen aufzulegen. Es soll noch relativ viele der Fahrzeuge in Amerika geben. Es gibt auch Liebhaber in Frankreich und in England und sogar in Japan, wie ich recherchiert habe, aber es ändert nichts dran. Die Anzahl der Überlebenden beim VW 411, 412 ist einfach sehr, sehr klein. Leider, muss man sagen. Und weil der VW 412 heute so selten ist, ist er natürlich auch ein typischer Kandidat für die rote Liste der Allerweltsautos, die mittlerweile ja auch schon eine Tradition geworden ist auf der Bremen Classic Motor Show, die stattfindet vom 30. Januar bis 1. Februar. Da finden sich Autos wie der VW 412, solche, die damals überall im Straßenbild zu sehen waren und heute fast ausgestorben sind. Der Besuch lohnt sich und vielleicht ist auch ein VW 412 dabei. In einem Bereich hat sich Volkswagen damals definitiv nicht vor der Konkurrenz verstecken müssen und das ist die Verarbeitungsqualität des Typ 4. Weil der ist wirklich in einer Art und Weise gefertigt und hat eine Detailqualität, dass wir heute noch staunen und uns fragen, wie Volkswagen damit Geld verdient haben will. Das ist in der Tat beeindruckend. Es beginnt beim Sitzkomfort, diese wunderbaren Sitze, die auch heute noch schön straff sind, mit einem sehr hochwertigen Velourbezug
versehen sind, der in einem ganz, ganz aparten Kontrast zum Inca Gold metallicfarbenen Lack steht. Aber außergewöhnlich damals auch die vielfache Verstellbarkeit der Sitze, zum Beispiel eine Höhenverstellbarkeit. Moment. Das können wir also hier zum Beispiel. Wir können die also nicht nur der Länge nach, sondern auch der Höhe und ein bisschen nach Winkel verstellen. Ansonsten ist hier alles wirklich so verarbeitet, dass man sich denkt, das ist auch in den Mercedes-Modellen der späten 60er und frühen 70er Jahre nicht gewissenhafter gemacht. Wenn wir uns das Cockpit anschauen, dann sehen wir hier nicht nur eine Zeituhr, sondern auch so eine sehr seltsame Skala und einen Temp-Regler. Und dazu muss man wissen, dass der VW 411, 412 damals zu den wenigen Autos gehörte mit einer benzinelektrischen Zusatzheizung, die sich nach Zeit hat einstellen lassen. Also tatsächlich ein Oberklasse-Detail, mit dem VW versucht hat, sich in der Mittelklasse oder in der gehobenen Mittelklasse durchzusetzen. Aber auch das hat den Erfolg des VW 411 nicht gerettet. Ansonsten auffällig dieser große und geräumige Fußraum. Hier also tatsächlich, man hat sehr viel Platz im 412. Also das war in der Tat ein Auto, das schon so ein bisschen an der Oberklasse gekratzt hat, dessen Image aber natürlich nicht über die Mittelklasse damals hinausging. Und wenn wir heute damit unterwegs sind, muss man sagen, es ist ein kommodes und sehr komfortables, sämiges Fahren. Also man kann den 412 alleine dafür schon mögen und sitzt dann so ein bisschen nach einer Fahrt in diesem Auto drin und denkt sich, wo kommt eigentlich das schlechte Image her? Von der Verarbeitung und vom Fahrkomfort eigentlich eher nicht. Also die Ehrenrettung für einen Flop, wenn man heute mal ein paar Kilometer damit unterwegs war. Das heißt ja, dass die Zeit alle Wunden heilt und vielleicht gilt das ja auch für Autos. Wenn man den VW 412 nicht im Wettbewerbsumfeld der 70er Jahre betrachtet, sondern einfach nur als charismatischen Klassiker sehen will, dann haben wir hier ein charakterstarkes Auto mit einer unverwechselbaren Form, mit einer sehr hochwertigen Verarbeitung, mit einem starken und wohltönenden Motor und mit einem sehr komfortabel abgestimmten Fahrwerk. Meine Sympathien hat er jedenfalls, der VW 412, ganz egal, wie sein Image da draußen ausfällt. Wir von der Bremen Classic Motor Show erzählen die ganze Geschichte seiner Entwicklung und auch seines Scheiterns in Teil 9 der roten Liste der Allerweltsautos. Und wenn euch die Geschichte der Baureihe 411, 412 interessiert, dann schaut euch gerne auch mal in Teil 4 der roten Liste um. Da haben wir nämlich den VW 411 LE als Limousine. Das heißt, wir haben wirklich die ganze Geschichte des VW-Topmodells aus den 60er und 70er Jahren. Ja, abonniert und schaut gern mal wieder rein. Wir haben weitere Zeitreisen in Vorbereitung. Vielleicht sehen wir uns irgendwo da draußen unterwegs. Bis bald.